Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hier ist Pitted Studio mit Pitted Studio TV. Jenny und Björn beantworten Fragen im Internet über Sachen, die ihr uns gefragt habt und versuchen über unsere Arbeit ein bisschen was zu erzählen. Viele Sachen werden gefragt im Bereich QA und Bugfixing. Ja, das heißt, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr das? Weil QA muss ja sein. QA bedeutet Quality Assurance und heißt Qualitätssicherung auf Deutsch. Ne? Ja, und das ist ziemlich schwierig. Eigentlich müsste man während der Entwicklung immer eine QA dabei haben. Eine firmeninterne. Das wäre schon ziemlich gut, wenn immer fortwährend getestet wird. Aber manchmal ist es auch überflüssig, weil man irgendwie am Karton rüttelt und hast du nicht gesehen. Das heißt also, wenn man immer ständig testet oder so, ja, da bin ich noch nicht fertig, don't you say, wäre dann der Bericht und dann ist das natürlich vergebene Arbeit, wenn man irgendwie die Baustelle beurteilt, sieht ja nicht aus wie ein fertiges Haus, ja, don't you say, ja. Und don't you say braucht man nicht. Aber am Ende des Projektes oder gegen Ende, letzte Drittel etwa, würde ich sagen, einer Projektlaufbahn, die Zeit, macht man tatsächlich Tests, ne? Und lässt sehr viele Menschen das Spiel spielen, testen, überprüfen auf Machbarkeiten, auf Tuning oder Fehlern oder sowas. Ja? Und das geht in mehreren Etappen. Das heißt also in erster Linie macht derjenige, der das Spiel fertig macht oder diejenigen, dann ihre Unit-Testing. Unit-Testing bedeutet, ich habe eine kleine Unit, ein kleines Stückchen von irgendwas, also Programmierung kommt das, und testet erstmal sein eigenes Modul, seine eigenen Sachen, die er da gebaut hat. Dann kommt aber der große Kontext, dann wird nämlich das ins Spiel eingebaut und dann kann es sein, dass Dinge miteinander wechselwirken und dass das dann nicht funktioniert. Dann kann das Unit-Testing zwar durchgewunken und funktioniert, aber in der Welt funktioniert es nicht, weil irgendeine Voraussetzung fehlt oder umgestellt wurde oder ein Bug gefixt wurde, der wieder einen anderen Bug erzeugt hat. Und darum muss man am Ende im großen Stil auch nochmal das Ding selber spielen. Das heißt, als Entwickler setzen wir uns dann in der zweiten Rutsche hin. Ja, erstmal die einzelnen Sachen bauen, dann das jeweilige Unit-Testing machen und dann nochmal intern eine QA anschmeißen. Das heißt also, wir setzen uns hin, sowohl du als auch ich, und spielen das Ding erstmal einmal durch. So. Ich habe es zu Anfang gemacht, um einmal irgendwie so die ganzen Story-Drähte und hast du nicht gesehen, und das Grobe erstmal einmal zu erfassen, bis ich dann alle Dialoge geschrieben waren, ja. Und dann dann hast du es noch mal einmal komplett von vorne bis hinten durchgetestet und ich habe dann die Sachen, die du gefunden hast, dann hier auch gefixt und gemacht und getan. Ja. Das heißt, dass das Ding dann so weit quasi durchspielbar ist, ohne Sprachaufnahmen, einfach nur so da und bla und so ein Grundtuning drin, dass man überhaupt damit spielen kann. Ja. Genau. Und dann? Ja. Also manchmal ist es auch so, dass man zum Beispiel Bugs hat, die in der Engine drin sind, aber wenn man das Spiel packt und als fertiges Spiel irgendwo hinpackt, die sogenannte Release-Version, dass da das zum Beispiel sich das anders Shipping-Bild, darstellt. ja. Genau. Und deswegen muss man auch am Ende immer gucken, wie ist das Ding denn, wenn es tatsächlich ganz fertig ist. Ne? Und auf einmal fehlt irgendwas, irgendwelche Texturen sind nicht geladen oder gepackt worden, was weiß ich. Kann man sich irgendwas ausdenken und dann muss man das natürlich wissen. Deswegen ist es immer sinnvoll, auch das Endergebnis zu testen. Und genau, wir haben gedacht, wir laden unterschiedliche Arten von Menschen ein, unser Spiel zu spielen. Die haben wir dann selber organisiert und denen das Spiel zur Verfügung gegeben. Und dann muss man halt schauen, was die machen. Dabei gibt es auch unterschiedliche Arten, wie man selber testen kann. Also ein guter Test funktioniert immer dann, wenn die Leute, die etwas finden, was nicht so im Spiel ist, wie sie es erwartet haben oder nicht funktioniert hat, dass man im besten Falle dann einen Screenshot davon macht und ein Save Game. Im allerbesten Falle ein Save Game von vorher, damit man das nochmal spielen kann und sieht im Save Game, was da nicht funktioniert hat. Das ist immer Gold wert, wenn man sowas hat. Deshalb machen Tester immer auch ganz viele Save Games. Und dann eine Beschreibung des Fehlers. Also, was hat hier nicht funktioniert? Was habe ich denn erwartet? Wie es funktionieren soll? Und wie habe ich das hingekriegt, dass das hier nicht funktioniert? Ja, manchmal ist das ganz einfach. Ich gehe da hin, dann ist da ein fliegender Busch und dann sage ich, oh, Screenshot, fliegender Busch. Dafür brauche ich auch kein Save Game. Aber manchmal sind es auch komplexe Dinge. Zum Beispiel irgendeine Quest wird nicht vernünftig abgeräumt oder... Screenshot reicht manchmal nicht.
weil ich nicht weiß, wo es ist. Ja, das sollte man auf jeden Weil Fall auch Safe mit in Game die... ist ziemlich sicher. Wenn ich das Safe Game, ich gucke mir den Screenshot an, ja, der fliegende Baum, ja toll, wo ist der denn? Ja, da ist von dem Baum ein Foto gemacht worden, gegen eine Wand, dann denkst du dir, wo ist das? Ja, Ja, also deswegen mindestens ist eine Beschreibung. mindestens ein Safe Game muss dabei sein, sonst raff ich das. Ich habe das wirklich gesucht teilweise, denke mir, das geht nicht. Ne? Nur allein Screenshots reicht meist nicht. Also was lernen wir daraus? Am besten immer ein Screenshot, ein Safe Game und eine Beschreibung machen. Egal, worum Oder es eine geht. Positionsangabe zumindest. Ne? Ja. Wo ist das? Ne? Genau. Ja. Das ist wirklich unglaublich hilfreich. Ne? Und wenn es so, also je nachdem, was für Fehler man da findet, lohnt es sich auch, wenn die Leute dazu schreiben, was sie zum Beispiel für einen PC dafür benutzt haben, welche Grafikkarte sie dafür benutzt haben und so weiter, dass man so quasi auch tiefergehende Sachen überhaupt finden kann. Ja. Denn unsere Aufgabe ist ja dann, irgendjemand hat irgendeinen Fehler und dann sitzen wir hier und müssen diesen Fehler erstmal selber finden, um ihn reproduzieren und dann auch fixen zu können. Und wenn wir das nicht finden, dann wird's blöd. Ne? Darum ist das immer super hilfreich, wenn man alle Informationen hat, die man dafür braucht. Klassiker, bei mir hat es funktioniert. Ja. Wenn wir jetzt verschiedene QA-Tests machen und irgendwann unsere eigenen Teams nichts mehr finden und wir das Spiel releasen und dann auf einmal viel mehr Menschen, als in den QA-Tests das Spiel gespielt haben, es spielen und finden dann nochmal ganz andere Sachen. Vielleicht aufgrund von anderen Gegebenheiten, Specs, wie auch immer. Dann ist das auch sehr hilfreich für den Support. Also wenn ihr schon mal einen Support angesprochen habt, ne, bei uns wird das wahrscheinlich über den Discord laufen. Wir werden dafür einen eigenen Support-Bereich in unserem Pithead-Studio Discord einrichten, dass ihr euch da melden könnt, wenn irgendwas ist. Und da, also Discord ist super, weil Discord groß genug ist, dass man dort zum Beispiel auch Screenshots und Safe Games und sonstiges schicken kann. Dann ist das genau das Ding. Also da reinzuschreiben irgendwie, ja, ich habe einen fliegenden Busch gefunden, hilft natürlich dann nicht, sondern dann, wenn ihr das supporten wollt, wäre das genauso hilfreich, wenn ihr diese Informationen, die wir brauchen, um diese Sachen auch zu finden, dann mit da reinschreibt. Es gibt kein Spiel, was perfekt ist. Es gibt auch kein Spiel ohne Bugs. Unseres wird bestimmt auch irgendwas haben, was wir dann übersehen haben oder was bei irgendwem dann nicht funktioniert, wo man dachte, hä, wieso? Das hat doch hier bei uns geklappt, warum klappt es denn bei dem nicht? Und um sowas dann herauszufinden, braucht man halt Informationen. Deswegen ist das super hilfreich, wenn ihr diese Informationen mitliefert. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten, ja, was wird wann, warum überhaupt dann bearbeitet. Ja, da haben wir immer unterschieden, dass es unterschiedliche Arten von Bugs gibt. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist immer ein Plotkiller. Oder ein Crash. Ja, genau. Crash ist im Grunde genommen ja auch nichts anderes. Dann ist kaputt, ne? Da muss gefixt werden. So. Genau, das muss man rausfinden, warum crasht das Spiel hier, was ist denn da passiert, Ja. Oder warum kann man hier nicht mehr weiterspielen. Das ist ganz übel und diese Sachen müssen gefunden werden und müssen auch raus. Deswegen, wenn wir sowas sehen, dass jemand sowas hat, hat das immer allererste Priorität, damit die Leute weiterspielen können. Das sind die Sachen, die wir uns zuerst angucken und die Sachen, mit denen wir uns am längsten und am wichtigsten beschäftigen. Also, es geht ganz klar nach Wichtigkeit. Wenn die Plotkiller hoffentlich alle raus sind und wir keine mehr haben, dann kommen dann andere störende Bugs, die den Spielfluss stören. Ja, also irgendwelche Systeme, die vielleicht an bestimmten Stellen nicht funktionieren oder irgendwelche Seitenquests, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht richtig rund sind und nicht funktionieren, die zwar ermöglichen, dass man das Spiel durchspielen kann, aber trotzdem super nervig sind. Das wären dann die nächsten, denen wir uns widmen würden. Und sowas wie die fliegenden Büsche, die sind dann schon nicht mehr ganz so wichtig wie die anderen. Da kümmern wir uns dann drum, wenn wir die alle bearbeitet haben. Und erst danach kommen so Sachen wie, wenn Leute sich irgendwas wünschen, so ein, wir nennen das immer gerne Feature Request, ja, manchmal haben die Leute das Gefühl, das Spiel hätte das haben sollen, hat es aber nicht, dann ist es zwar trotzdem, wir sagen immer gerne works as designed, aber Leute wünschen sich das vielleicht trotzdem. Ich hatte das jetzt letztens gelesen, das fand ich total schön, bei irgendwas mit Mountains. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das ist so ein Schneespiel, das ist auch ziemlich cool, das macht richtig Spaß, hat eine sehr, sehr gute Steuerung. Und da kann man quasi so einen Skifahrer, so einen Berg runter lenken. Und es gab unwahrscheinlich viele Leute, die haben sich über die Kamera beschwert. Das ist
quasi gar kein Feature gewesen, eine alternative Kamera einzubauen in dieses Spiel. Und das Spiel funktionierte auch hervorragend. Es hat unwahrscheinlich vielen Menschen total viel Spaß gemacht. Aber es gab eine Gruppe von Menschen, die kam mit dieser Kamera überhaupt gar nicht klar. Und dann konnten die sich zum Beispiel überlegen, ob sie für diese Art Spieler noch eine alternative Kamera einbauen oder halt nicht. Und manchmal sind Feature-Requests so groß oder übertrieben, dass man sagt, das ist unmöglich, das noch einzubauen und passt auch nicht zum Spiel oder. Aber manchmal lohnt sich das. Und in diesem Fall war es so, dass es sich gelohnt hat, tatsächlich noch eine alternative Kamera anzubieten und die Spieler sich dann total darüber gefreut haben, dass sie jetzt quasi wechseln können beim Skifahren. Genau, diese Art von Fehlern kann es geben. Da widmen wir uns diesen Fehlern der Priorität nach und schauen mal, wie das funktioniert. Wann ist man denn fertig mit dem Bugfixen? Nie. Ja. Eigentlich nie. Aber es gibt dann irgendwann so eine Art Sättigungsgrad, ne, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt. Oder dass man sagt, okay, die schlimmsten Fehler sind weg. Ja. Da kann man sich erstmal ein bisschen Zeit lassen, bis man mal wieder so einen Schwung an Fehlern wieder korrigiert. Oder dass man vielleicht auch mal was Neues hineinbringt ins Spiel mit einem Patch. Ja. Das ist dann immer abzuwägen. Wenn was kaputt ist, ne, klar muss man es fertig machen. Aber manchmal gibt es auch sehr viele esoterische oder kleinere Fehlerchen, die sind dann nicht so schlimm, so, und dann muss man immer abwägen. Genau. Wann lohnt sich das dann wirklich zu machen oder nicht? Wir werden uns bemühen. Ja. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier. Also warte mal, hast du eine Community-Frage? Ich habe noch eine Community-Frage. Ach, das ist sie doch. Die Community-Frage lautet, warum haben Spiele eigentlich immer Bugs? Spiele sind komplexe technische Software-Dingis. Ja? Und je anspruchsvoller die werden, also bei so einem komplexen Spiel wie das, was wir machen, was wirklich sehr, sehr viele Features hat, oder auch bei uns in der Vergangenheit so, dann gibt es immer so Sachen wie so Edge Cases, also Randgrenzfälle, ja? Wo man sagt, okay, wenn der jetzt hier da um die Ecke kommt und dann mit dem linken Ohr den Hebel umlegt und dann irgendwie macht, ja, dann stürzt das Spiel ab. Aber in 99,99999% der Fälle eben nicht. Dann ist der Fehler da drin und der fällt nicht auf während der Entwicklung, weil keiner gemacht hat. Ja, was auch immer das ist. So, ja? Das heißt also, du musst halt irgendwie gewährleisten, dass du möglichst viele unterschiedliche Spielertypen daran bringst. Ja. Man macht das genau, um diesen Effekt abzumildern, dass man halt mehrere Grenzfälle auch wirklich erfasst, aber eben nicht alle. So, ja. Also wenn man das Spiel anfängt und man geht um die Ecke und es crasht, das sollte auffallen. Ja. Ja. Und dann macht man das weg und dann ist das gut. Ja. Aber es gibt halt, weil bei so komplexen Sachen, man kriegt es nicht immer alles komplett weg und sauber und manchmal sieht man sie auch nicht. Dann glaubt man, das ist alles tutti. Und dann kommen die ganzen Hundertschaften der Spieler, wenn man das veröffentlicht, und dann sind da Bugs drin. Es gibt auch natürlich fahrlässige Sachen, dass man vorher noch irgendwie an der Basis gerüttelt hat und irgendwelche Features eingebaut hat, die dann ungetestet drin waren, und dann ist natürlich alles kaputt. Das gibt's auch, aber in der Regel ist es so, dass jeder Entwickler auch darauf erpicht ist, ein fehlerfreies Spiel rauszubringen, und Fehler passieren halt. Das sind halt Menschen, die daran arbeiten. So einfach ist das. Manchmal sind Sachen auch einfach nicht einsehbar, wenn man sie bearbeitet, an welcher Stelle sie wieder Schaden verursachen. Ja, also wenn ich, in einem bestimmten Raum irgendwie, da blutet mir die Sonne durch die Wand und dann sage ich, ja, brauche ich ja gar nicht, ich schalte die Sonne ab irgendwie, und irgendwo 3 Etagen weiter oben sieht man dann gar nichts mehr, weil da überhaupt gar kein Licht mehr vorhanden ist, dann muss ich das erstmal finden. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber um euch zu erklären, wie komplex diese Sachen sind. Oder man macht irgendwie irgendeine Figur weg irgendwie und tut die in so eine Art Sonderraum, und dann kann die gar nicht mehr gelesen werden, weil das System denkt, sie ist gar nicht mehr vorhanden. Und dann kann man die auch nicht wieder zurückholen. Oder was weiß ich, manchmal... Redest du über unser Spiel gerade? Das ist nämlich passiert. Manchmal, da treten Dinge erst auf, wenn man sie später dann quasi nochmal... Genau. Es ist so, dann hat man irgendwas heile gemacht und denkt, ah ja, super, jetzt funktioniert's, aber es funktioniert hier, und irgendwo anders im Spiel ist irgendwas kaputt gegangen, man hat es gar nicht mitgekriegt. Die Quote ist, du löst 5 Probleme und fixst diese Bugs und heimst dir damit einen neuen ein. Ja. Das ist normal. Ja. Und dann muss man halt beten, dass dieser Fehler, den du da eingebaut hast, eben kein großer Fehler ist. Ja.
Das kommt noch oben drauf. Deswegen muss man auch so viele Runs machen bei der QA, um herauszufinden, wie gut es jetzt geworden ist. Ne? Und das kostet halt alles sehr viel Zeit und die muss man dann haben. Und das ist immer eine sehr, sehr aufregende und spannende Geschichte. Darum, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch dann auch mal wichtig. Ne? Genau, was lohnt sich, was nicht. Ja. Gibt es so gut wie gar kein Spiel, was nahezu bugfrei auf den Markt kommt. Einige, die sind wirklich gut, die haben sehr früh mit der QA angefangen und sind dann auch wirklich stabil. Aber ein bugfreies Spiel, das habe ich auch noch nie erlebt. Cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja, es gibt Spiele, die stürzen nicht ab und es gibt Spiele, die stürzen ständig ab.